Hi, little dog. Hallo, ich bin Sophia, mein Künstlername ist SCM Sammes und ich lade euch ein zum Jack Russell Blog. Das kleine hier, dieses freche, ziemlich bissige, ist Fenrike, ein süßes kleines Jack Russell Weltlein, ist noch bei ihrer Mutter, ist noch nicht groß genug, um zu mir zu kommen, aber sie wird demnächst zu mir kommen. Und ich habe mir gedacht, ich werde alles filmen, alles festhalten, wie sie sich entwickelt, meine Erziehungsversuche. Warum will ich das machen? Naja, ich habe mir gedacht, es ist vielleicht auch für andere Hundeanfänger interessant zu sehen, wie es wird, wie sich das kleine Tier entwickelt, welche Fehler ich mache, welche Sachen ich richtig mache. Zum Beispiel, wenn ich mich beißen lasse von sowas Frechen hier. Ja? Wenn ich mich zum Beispiel beißen lasse. Ja, und das Interessante ist auch, Fenrike wird mit mir viel reisen müssen. Ich bin Kommunikationstrainerin im Außendienst und nach der ersten Eingewöhnungszeit wird Fenrikchen mit mir auf Reisen gehen, quasi bei Seminaren, entweder vor dem Seminarraum oder im Seminarraum mal warten müssen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie das alles mitmacht und wie gut ich sie erziehen kann. Ja, ich hoffe, es wird eine spannende Zeit mit mir und Fenrike und ich hoffe, ihr habt Lust, uns beide zu begleiten auf dem Weg. Fenrike ist übrigens, man sagt ja Jack Russell nach, dass das kleine Hunde in der Haut eines Großen sind, nee, andersrum, große Hunde in der Haut eines Kleinen, dass es ganz schön freche Biester sind, die ganz schön viel Erziehung brauchen. Und das wird für Fenrike auf jeden Fall zutreffen, weil Fenrike ist der Rambo des Wurfs. Na, Fenrike? Der Rambo ist zwar jetzt gerade ungewohnt lieb, aber das ist nur eine kurze Phase. Sonst ist Rambo sehr viel mit Knurren und Beißen und Quatsch machen beschäftigt. Ja, ähnlich wie einige andere hier. Wo ist das verbissen kleine Freche? Ja, jetzt. Ja, und der Bruder, das ist bestimmt der Sammy, der ist fast noch bissiger als die Schwester. Der beißt uns Leben gern. Ne? Ihr beiden Quatschköpfe. So, und jetzt versuchen wir nochmal, euch mit dem kleinen Spielzeugchen zu verschrecken. Ziehen die rein. Aus. Jetzt ist Schweinechaos. Es gibt außerdem noch eine weitere Kleinigkeit, die es sehr spannend machen wird, wie es mit Fenrike und mir klappen wird. Fenrike ist nämlich nicht mein erstes und einziges Haustier. Hier bei mir lebt auch noch meine süße kleine Schlange Kaya, ein süßer kleiner Babypython, ein Königspython. Wird nicht so groß, mein Liebes. Ist jetzt noch ein Kind, wird schon noch größer. Jetzt werden vielleicht viele Menschen, die Hunde mögen, sagen, Schlange, wie kann man nur? Schlange ist doch gefährlich. Die Tatsache ist, Schlangen sind recht missverstandene Tiere. Sie sind sehr sanfte und sehr scheue Geschöpfe. Und Kaya wird sich fürchterlich viel mehr vor dem hektischen Hund fürchten als andersrum. Sie wird ihm auch nichts tun können, der Hund ist immer viel zu groß. Andersrum sieht das schon ganz anders aus. Ja? Dann verstehen Schlangen auch das Konzept des Spielens nicht so gut. Und das wird noch die Herausforderung, Fenrikchen beizubringen, dass dieses Schlänglein tabu ist
und auch nicht durch Schnüffeln und Hektik unglücklich gemacht wird. Denn Kaya ist ein ganz liebes Mädchen, ne? So ein sanftes Mädchen. Neigt zu Zungenküssen, wie ihr gerade seht. Und darf nicht verschreckt oder gar gebissen werden. So. Der ist aber sehr kommunikativ heute. Meine Liebe. Das ist sie. Und dann gibt es tatsächlich noch eine weitere Schwierigkeit. Da nun auch Schlangen fressen müssen, habe ich zu Hause des Öfteren mal eine weitere Tierart, die auch den Jagdhunden Jack Russell Terriern sehr, sehr gut gefallen wird. Und es wird wahrscheinlich ein Mordsdrama, dem Hund beizubringen, dass die Mäuse, die ziemlich toll sind und wo es bestimmt furchtbar Spaß macht, die zu jagen, dem Tier gehören, auf das der Terrier eh schon eifersüchtig ist, weil er nicht damit spielen darf und es auch nicht jagen darf. Nun fragt ihr euch vielleicht, warum unter solchen widrigen Umständen überhaupt einen Hund kaufen. Mit Außendienst, mit einer kleinen Wohnung mitten in der Stadt und mit Tieren, die es mir schwer machen werden. Natürlich werde ich in zukünftigen Blogs zeigen, wie erfolgreich ich bin, die ganze Tierschar aneinander zu gewöhnen. Insbesondere natürlich Schlange und Hund. Ich hätte den Hund vor allen Dingen gerne als Sportpartner. Ich bin leidenschaftliche Bergsteigerin. Dann bin ich dummerweise krank geworden letztes Jahr mit einer Erkrankung, die dann dazu geführt hat, dass sich alle meine Gelenke entzündet haben, insbesondere Schultern, Ellbogen und Knie. Dadurch ist es vorläufig mit dem Bergsteigen vorbei und falls jemand von euch jemals eine Schmerzkrankheit gehabt hat, dann weiß er vielleicht, wie schwer es ist, sich zu motivieren. Weil wenn alles wehtut, fällt es einem einfach nicht leicht, sich aufzuraffen und zu bewegen. Und das Einfachste ist, auf dem Sofa liegen zu bleiben. Natürlich habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, wieder gesund zu werden und gerade ein Welpe, den ich eh schon immer haben wollte, mir nur nicht gekauft habe, weil ich dachte, das ginge mit dem Außendienst nicht, ist das ideale Wiedereinstiegsprogramm für mich. Erst muss er ganz viel raus, dafür nicht so lang, kann er noch nicht so. Exakt das Richtige für mich, um wieder in Bewegung zu kommen. Und dann gerade so ein Jack Russell, der ja ein Sportler und Bewegungsfreak ist, nach und nach will er immer mehr Bewegung und ich auch und irgendwann will ich wieder mit ihm bergsteigen gehen. Und das Gute ist, ein Jack Russell ist klein genug, dass er an Kletterstellen in den Rucksack gesteckt werden kann. Ansonsten, das hier ist keine Hollywood-Produktion, sondern ein YouTube-Blog. Das heißt, manchmal wird die Kamera einfach demjenigen in die Hand gedrückt, der gerade anwesend ist. Und wie damals auch schon in den Bergen und auch bei meinem Schlangenblog, die Garantie, dass die das ordentlich machen, hat man nie. Dann war es soweit. Am 20.03.2016 um 13.45 Uhr sah ich Fenrike zum ersten Mal. Sie ist der Wonneprop mit der vielen Zeichnung. Jetzt sind sie verloren. Jetzt geht die Hektik los. Und da hinten, wie dieser Hintern. Oh nein, Akkustand niedrig. Die Futterquelle ist weg. Hilfe. Oh. Sie war da exakt 13 Tage lang und hatte noch keine Zähnchen und die Augen waren erst so halb offen. Schon damals war sie das größte Hündchen, das rüpeligste und das fresssackigste. Hier hat sich gerade unter den Geschwistern rüde an die nächste Zitze geschoben. Doch wie ihr an meinem Lächeln seht, als ich das kleine Ding im Arm hielt und es an mir nuckelte, was kann man machen, wenn man so ein süßes kleines Bündel Fell sieht? Ein Fell, das übrigens zu der Zeit samtig und weich ist. Als ich sie das zweite Mal besuchte, circa eine Woche später, war schon fast ein richtiger Hund draus geworden. Wenn auch noch klein und auch noch nicht mutig genug, die Box zu verlassen. Hallo Fenrikchen. Beim dritten Mal war man durchaus schon bereit, rauszulaufen und zu spielen und zu raufen. Hallo Fenrike, schau mal die Kamera. Was sagt sie der Kamera? Da, Fenrike. Ja, ist ja gut. Was ist denn los? Oh, mein kleines Fenrikchen. Nach einer gewissen Weile wurde man sogar sehr mutig und raufte wie wild. Und so süß sie hier gerade guckt,
Das blieb auch so. Fenrike sucht nach jeder Gelegenheit, Quatsch zu machen. Fenrike liebt es, alles zu bespielen und zu bebeißen, was ihr in den Weg kommt. Sei es Muttis Schwanz. Schwanz gebissen, pass auf, jetzt gibt's Ärger. Ich weiß nicht, was sie anstellen soll vor lauter. Adrenalin. Ja, die. Ah, da wird nochmal in Mutti gebissen. Welche die? Sei es Muttis Hinterlauf. Das? Oh, mein kleine Maus. Ja, da muss sie hier und da auch noch ein bisschen erzogen werden, was Mutti zum Glück macht. Gut, das ist ja gut. Und wieder der Schwanz. Kurz so. aufgewacht. Oh, jetzt gibt's Ärger. Naja, Fenrike rüpelt immer noch gerne alles beiseite, und zwar einfach nur aus Prinzip, und jagt und bespielt diverse Gegenstände, wie sie kann. Fressen kennt die gar nichts. Wo ist die Fanny von der Cindy haben? Beim Fressen. Aber sie ist ja wirklich von der ganzen Ist Färbung ein her. bisschen weich. Ja, Dieser Hund ist gerade mal 3,5 Wochen alt. ja, ist tödlich. Das Monster. Alles beobachten. Er beißt nicht nur Bürsten, sondern auch kleine Schwestern. Und wehe, die wehren sich nicht. Oh, ist die grob. Oh, ja. Oi, oi. Wer nicht, du, gell? Sag ich mal. Nicht so. Knurren tut sie wie eine Weltmeisterin. Fanny? Eigentlich weiß es, muss das nicht so toll, gell? Und beißen. Auch wenn es manchmal ruhige Minuten gibt. Man muss sich ja manchmal ausruhen, um sich zu überlegen, welchen Quatsch man jetzt machen kann. Am liebsten ärgerst, ne? Oi, oi, oi. Spielzeug ist immer willkommen. So lieb miteinander. Ja, herrlich, Fenrike, gut. Du spielst mit dem Ball. Manchmal hat er sie dann ganz im... Wenn die einmal zuschnappen, geht Ja, der Kopf weg. schön. Also, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. I could be learning, you could be yearning to see what's behind these closed doors. But I promise you, baby, Und naja, wer viel rauft, braucht auch schon mal doch kurze Ruhepausen. Die will auch gar nicht raus, das ist nur auf ein Wie-Kind vorkommen. also ich habe auch gesagt, Und wer könnte solchen hübschen Augen lange böse sein? Ja, Fenrike. die beleidigt, die wollten mit auf den Sportplatz und durften nicht. Oh. Schön. Das hat dich nicht mitgenommen. Na, Fenrike? Wieder eine Runde spielen? Schon wieder spielen? Willst du schon wieder spielen? Na dann, kleiner Hund. Erhol dich gut von deiner Frechheit und deinen ganzen Spielen. Und ich bin gespannt, wie ich mit dir, kleinem Wildfang, klarkommen werde. Guten Abend, gute Nacht. Eine Herausforderung wirst du bestimmt. Jetzt ruh dich erstmal aus, während du noch bei deinen Geschwistern und Mutti bist. Mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter